Unweit der Stadtgrenze zwischen Langenfeld und Solingen, im Langenfelder Ortsteil Wiescheid, liegt das Segelfluggelände der Luftsportgruppe Erbslö-Langenfeld e.V., wo auch jedes Jahr am 1. Septemberwochenende das bekannte Langenfelder Flugplatzfest stattfindet. Wir befinden uns im Clubraum der Segelflieger. Bei der morgendlichen Vorbesprechung, im Fliegerjargon Briefing genannt, werden die anwesenden Vereinsmitglieder über das aktuelle Wetter informiert und der Dienstplan für den Flugbetrieb abgeklärt. Segelflugreferent Eckhard Streu legt aufgrund der meteorologischen Daten die Landerichtung der Flugzeuge und somit den Standort des Windenfahrzeugs und des Startautos fest. Nach dem Briefing werden die Flugzeuge und der Startwagen zum Startpunkt gebracht. Hierbei packt jeder mit an. Danach werden die Flugzeuge startklar gemacht und alles nochmals genauestens durchgecheckt. Segelfliegen ist ein Mannschaftssport. Damit ein Segelflugzeug in die Luft kommt, sind viele helfende Hände notwendig. Wichtige Personen sind zum Beispiel der Windenfahrer, der Startleiter und der Lepofahrer, der die Seile von der Winde zum Start bringt. Weitere Leute werden benötigt, um vor dem Start das Seil einzuklinken und nach der Landung das Flugzeug zum Start zurückzuschieben. Im Flugbetrieb während der Saison, das heißt in den Monaten von März bis Oktober, verbringt man den Tag von morgens bis abends auf dem Flugplatz. An den Wochenenden und oft auch an Nachmittagen in der Woche findet Schulbetrieb statt. Da ein Segelflugzeug über keinen eigenen Antrieb verfügt, muss es die Energie, die es zum Fliegen benötigt, von außen beziehen. Zunächst wird es durch eine Seilwinde oder ein Schleppflugzeug in die Luft befördert. Aufgrund der Tragflächenform und dem Auftrieb erzeugenden Luftstrom fällt es nicht sofort wieder herunter, sondern gleitet vorwärts und verliert dabei langsam an Höhe. Wird dem Flugzeug nun keine neue Energie zugeführt, muss es nach kurzer Zeit landen. Trotzdem sieht man im Frühling und im Sommer Segelflugzeuge oft stundenlang am Himmel kreisen. Sie nutzen die Thermik als Energiequelle. Thermik ist von der Sonne erwärmte Luft, die aufsteigt und selbst Flugzeuge mit einem Gewicht von über 500 Kilogramm in große Höhen tragen kann. Im Alter von 14 Jahren kann man mit der Segelflugausbildung beginnen. Der erste Schritt ist in der Regel der Schnupperkurs. Bevor es dann mit der Ausbildung richtig losgeht, muss man sich im Winter erst einmal die theoretischen Grundlagen aneignen. Die praktische Ausbildung fängt im Frühling an. In einem Doppelsitzer mit Fluglehrer übt der Flugschüler die Platzrunde sowie das Starten und Landen. Eine Gegenlandung. Mit Klappen raus und ein. Nein, eine Gegenlandung. Du fliegst ein Stück raus und fliegst wieder rein. Die 16-jährige Flugschülerin Mareike Nasemann holt sich Tipps bei den Fliegerkollegen. Sie kann bereits 68 Starts vorweisen. Nicht mehr lange und sie darf sich frei fliegen. So wird der erste Alleinflug bezeichnet. Und dann, aber das schafft man doch dann nicht. Doch, du fliegst ja nicht. Über 100 Meter? Nein, du fliegst ja nicht komplett außen rum, sondern du fliegst ja hier mal weiter.
Fluglehrer Jochen König sitzt hinter ihr und gibt später während des Fluges Anweisungen. Mit der Seilwinde wird das Segelflugzeug in ca. 300 Meter Höhe gezogen. Dann klingt der Pilot das Seil aus und es sinkt an einem kleinen Fallschirm zu Boden. Der Pilot versucht dann, in einen Bereich zu fliegen, in dem Thermik vorherrscht, um an Höhe zu gewinnen. Unterschreitet das Segelflugzeug eine bestimmte Flughöhe, wird zur Landung eine Platzrunde eingeleitet. So bezeichnet man eine festgelegte Flugbahn in der näheren Umgebung des Flugplatzes. Auf der Grafik kann man gut erkennen, an welchen markanten Punkten sich die Flieger in der Luft orientieren. Im Bereich des Segelfluges gibt es verschiedene Interessensgruppen. Die einen gleiten gerne in den Aufwinden, die anderen bevorzugen den Streckensegelflug. Im Laufe des Jahres finden zahlreiche Wettbewerbe und Meisterschaften im Streckensegelflug statt. Hier können bei guten Wetterlagen Strecken bis zu 800 Kilometern geflogen werden. Zum Üben fliegen die Clubmitglieder gerne zum Aachener Flugplatz. Die dritte Interessensgruppe hat sich auf den Segelkunstflug spezialisiert. Der 44-jährige Joachim Schramm trainiert hier für die diesjährige deutsche Meisterschaft im Segelkunstflug. Die Kür besteht aus verschiedenen Flugfiguren und dauert ungefähr 4 Minuten.
Der Segelsport ist ein faszinierendes Hobby. Hat einen das Fieber einmal gepackt, lässt es einen nicht mehr los. Für Interessenten bietet die Luftsportgruppe Erbslö in jedem Herbst Schnupperkurse an, bei denen man Einblick in die Segelfliegerei bekommen kann.